Kia zeigt offiziell zum ersten Mal sein nächstes Elektroauto, den EV4. Auch wenn das Heck ein wenig gewöhnungsbedürftig zu sein scheint, könnte dieses Modell äußerst interessant werden. Alles, was man aktuell dazu wissen kann, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Kia wird Ende Februar im Rahmen seines EV Days mehrere Elektroautos präsentieren, darunter teilweise Studienfahrzeuge sowie neue Serienmodelle. Darunter befindet sich auch die Elektrolimousine EV4. Kia hat das Design der Mittelklasse-Limousine jetzt vorab enthüllt, damit das nächste Serien-Elektroauto der Koreaner bei der Veranstaltung zwischen all den Premieren nicht untergeht. Der EV4 wird in zwei verschiedenen Karosserievarianten erhältlich sein, der schon länger angekündigten Limousine sowie einer Schrägheck-Variante im Stil eines Kombis oder Shooting Brakes. Das kommt nicht völlig unerwartet, da in letzter Zeit bereits einige Erlkönig-Modelle mit auffälliger Tarnung am Heck gesichtet wurden. Es war jedoch noch unklar, ob es sich nur um einen Versuch handelt abzulenken oder ob tatsächlich ein anderes Heck getarnt werden soll. Nun wissen wir, dass letzteres der Fall ist. Beim nun präsentierten Design gibt es hingegen keine großen Überraschungen. Kia übernimmt auch beim EV4 die eigene Designphilosophie Opposites United und verbindet scharf gezogene Linien mit markanten technischen Details. Oder anders formuliert, wer den EV3 bereits als Kompakt-SUV gesehen hat, kann sich ungefähr vorstellen, wie die flachere Limousine aussieht. Im Detail gibt es jedoch einige Unterschiede. Die Front des neuen EV4 ist deutlich flacher gestaltet und die Fronthaube ist sehr niedrig. Das soll zusammen mit dem Dachspoiler und dem Fastback-Profil die Aerodynamik optimieren. Die Limousine weist in der Seitenansicht eine sehr gestreckte Optik ab der C-Säule auf, was Kia als Longtail-Design bezeichnet. Das Fahrzeug soll ab Werk auf 19 Zoll Felgen montiert sein und die schwarzen Kunststoff-Kotflügel sowie Radhäuser sollen einen stabilen Eindruck vermitteln. Als weitere Option steht die sportliche GT-Line-Ausstattung zur Verfügung, bei der die Kotflügel in Wagenfarbe lackiert sind und das Flügeldesign eher an den aktuellen EV6 erinnert. Ich finde das Design des EV4 vor allem am Heck erstmal ein wenig befremdlich, da wird man wohl abwarten müssen, wie das Auto auf der Straße aussehen wird. Kia gibt noch keine genauen Informationen zur Technik an, der EV4 steht aber auf der 400-Volt-Version der elektrischen Plattform eGMP. Den Bildern ist jedoch zu entnehmen, dass der Ladeport auf der Beifahrerseite zwischen Tür und Vorderrad positioniert ist. Bei den 800-Volt-Modellen der eGMP befindet sich der Ladeport hinten rechts am Rücklicht. Der EV3 bietet daher einige Anhaltspunkte. Einerseits wird der EV4 wohl auch einen geräumigen Innenraum bieten, obwohl er flacher ist. Die Koreaner haben die Fahrzeuglänge jedoch noch nicht bekannt gegeben. Dies gilt ebenso für die Einzelheiten zu den Antrieben, wobei alles außer der Übernahme aus dem EV3 eine Überraschung wäre. Für den EV4 werden somit zwei Varianten von Batterien erwartet. Das Bruttoenergiegehalt beträgt in der Basis 58,3 Kilowattstunden und im Long-Range-Modell 81,4 Kilowattstunden. Der EV4 ist jedoch deutlich aerodynamischer, weshalb seine WLTP-Reichweite die 605 Kilometer des EV3 übertreffen dürfte. Ob es näher an 630 oder gar 650 Kilometer geht, wird die Premiere in 2 Wochen zeigen. Es ist wahrscheinlich, dass die Standard-Range-Version 450 Kilometer oder mehr erreicht, da der EV3 bereits auf 436 Kilometer kommt. Ein Elektromotor mit 150 kW Leistung und einem Drehmoment von 283 Newtonmeter treibt beide Varianten an, und zwar an der Vorderachse. Beim EV4 ist auch eine Allrad-Variante mit einem zusätzlich jedoch schwächeren Motor an der Hinterachse wahrscheinlich. Der EV4 wird mit seinem 400-Volt-System jedoch nicht an die extrem kurzen Ladezeiten eines Kia EV6 herankommen. Die maximalen Werte betragen 101 kW mit der kleinen Batterie und 128 kW mit der großen. Die Ladezeiten belaufen sich auf etwa 30 Minuten. Selbst bei der Premiere am Kia EV Day am 27. Februar sind zwar noch keine Preisangaben zu erwarten, aber der EV3 könnte dennoch eine ungefähre Orientierung geben. Der EV4 wird in Deutschland wohl nicht günstiger sein als die 35.990 € für den Standard Range bzw. 41.390 € für die Long Range Variante. Auch das Konzept EV2 und der PV5 sollen bei der Veranstaltung in Tarragona in Spanien präsentiert werden, und dazu kommt natürlich auch ein Video von mir. Wie gefällt euch der Kia EV4? Schreibt es mir in die Kommentare.
Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!